Hallo, wir hatten eine kleine Umbaupause. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier meine Tastatur direkt und ich habe auch einen neuen Gast. Der stellt sich jetzt direkt mal vor. Es geht nämlich jetzt um Forza. Would you like to introduce yourself? My name is Bill Giese. I'm the creative director at Turn 10 Studios. Genau, das ist Bill Giese und der ist direkt Creative Director. Was er uns mitgebracht hat, sind Shots von Forza 7, also Forza Motorsport 7. Und die schauen wir uns jetzt direkt mal an. Und Bill erzählt dann auch direkt ein bisschen was dafür und ich würde es dann für euch übersetzen. Fangen wir mal direkt mit dem ersten Shot an. We're going to start with the first shot. What can we see here? So this is Circuit of the Americas. It's a track in Texas in the United States. And what it's highlighting here is one of our many new features, including dynamic skies, dynamic weather, and so this track is going from dusk to night, and it's a really cool experience we can give to our players as they're driving. Clouds will change the dynamics of a turn, or a storm could roll through. And we wanted to make sure that every time a player goes to a track, it feels different, it looks different because of this dynamicism. Okay, also was es nämlich hier zeigt ist, wir haben eine Strecke mit dynamischem Licht. Das bedeutet, ich fange an zu fahren und es ist noch dunkel und ich fahre weiter und es wird hell und die Wolken ziehen über, es wird nicht nur anderes Wetter, sondern tatsächlich verändert sich die ganze Tageszeit. Das ist eine Strecke aus Texas und genau, das ist halt eines von den neuen Features, das wir jetzt haben. Ich mache mal direkt weiter. So, what about this? This is one of our brand new tracks in Dubai, and this is a great track because it highlights a lot of the details that we got from the mountains. We use a technique called photogrammetry, where we took the actual pictures from our reference and we're able to recreate basically what you would see in the Hafid Pass. Okay, das ist eine Strecke in Dubai und die sieht deswegen so krass aus, weil das mit Photogrammetrie gemacht worden ist. Sie haben direkt das Foto genommen und das quasi eingescannt und daraus das Ganze gemacht. Das heißt, es ist so fotorealistisch, wie es geht. Wenn da jetzt ein Stein links gelegen hat, als sie das Foto gemacht haben, ist es auf jeden Fall auch im Spiel mit drin. Okay, what about this? So this is Laguna Seca. It's a track that's in California. This one is highlighting a little bit more of our dynamic skies. And so, like I said, as you're racing, shadows will kind of roll across the sky. And, it's really cool to see as you're learning your turns, all of a sudden, the dynamic sky, it really impacts how you race. Das ist, um nochmal zu zeigen, wie so ein dynamischer Himmel funktioniert. Ihr seht es ja, auf der einen Seite ist es ein bisschen dunkler, auf der anderen Seite wird es heller. Und in der Bewegung wird das Ganze nochmal krasser. Wir haben also nicht nur Wetter, sondern auch direkt Lichtstimmung. This is Suzuka in Japan. This is a great demonstration of our dynamic weather. Like I said, you could be racing and all of a sudden in the distance, clouds get darker. You might hear some thunder. All of a sudden it just starts to rain, and we have dynamic, where the puddles will actually grow and shrink based on how much rain is hitting the track. Okay, hier geht es um das dynamische Wetter. Es kann also sein, dass wenn ihr quasi über eure Straße fahrt, sich auf einmal hinten was zusammenbraut, es wird richtig dunkel, es wird richtig düster und es fängt vor allen Dingen an zu regnen. Und wie ihr seht, sammeln sich da unten auch jetzt schon die Pfützen, die werden größer, die werden auch wieder kleiner und das zeigt einfach nochmal, wie dynamisch das Wetter in Forza aussehen kann. That's pretty. This is very pretty. So this is we have over 700 cars in the game, including the largest collection of Ferraris, Porsches, and Lamborghinis of any racing game. And this here highlights, again, the material difference that we get with the game. We got Alcantara leather, carbon fiber. All of the cars are built out to this level of detail. Also, wenn ihr quasi die Cockpit-Sicht aussucht, ist das, was ihr seht. Forza hat die größte Dichte an Lamborghinis und an Porsches, also die größte Sammlung, die Rennspiele überhaupt haben. Und hier kann man nochmal genau sehen, wie viel Detail quasi da drin ist. Ich meine, seht ihr das, also ich sehe es ja gerade auch auf meinem Bildschirm. Das sieht halt wirklich aus, als könnte man da so ein bisschen drüber streicheln, dann merkt man halt auch, wie rau das ist. Und genau, Carbon Fiber ist drin, dieses Leder, was da ist da drin. Und so sieht das dann auch aus, wenn ihr spielt. So this highlights one of the new things we're doing in Forza is we pulled the driver out of the car. So we have over 300 driver suits that players can use and customize themselves. Okay, also hier geht es darum, es geht nicht nur ums Auto, ihr könnt nicht nur das Auto customizen, ihr könnt auch euren Fahrer customizen. Es gibt über 300 Outfits, die man sich für seinen Fahrer aussuchen kann. Dann könnt ihr selber bestimmen, wie ihr aussieht, wenn ihr fahrt. So what this highlights here is
We went through all 700 cars, and we really wanted people to feel how scary a car is when it's going its fastest. So the hoses, the wires, they shake and they rattle. We really wanted to make every car feel intense. Also wenn man im Auto fährt, je schneller man fährt, desto mehr passiert natürlich im Auto. Und wenn ihr ein echtes Auto habt, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal hattet, aber wenn ihr mal wirklich 150 oder 180 fahrt, dann fängt das ja auch an zu ruckeln, wenn ihr jetzt nicht gerade in einem, weiß ich nicht, Auto sitzt. Und bei den Temperaturen, bei der Schnelligkeit von den Forza-Autos ist es natürlich noch dementsprechend krasser. Und was sie dieses Mal gemacht haben, ist, sie haben dafür gesorgt, dass wenn ihr hier bremst, wenn ihr hier Kurven fahrt oder wenn ihr hier tatsächlich ein bisschen ins Schleudern kommt, das merkt man, das hört man, das sieht man vor allen Dingen auch. This is another great way. This is the Nürburgring here in Germany, an excellent track, a historic track. And again, this highlights, kind of the aftermath of a storm, what happened after a storm passes. You get that beautiful reflective light. You can see kind of the rain stop, but the track is still wet. Again, it's another way to highlight our dynamic weather system. Genau, das ist nochmal ein Wettershot vom Nürburgring dieses Mal. Und es zeigt halt nochmal, wie sich das Wetter verändert. Also ihr könnt Sonne haben, aber eure Strecke ist halt trotzdem nass. Genau, Nürburgring ist dieses Jahr auch dabei. Here is the beautiful GT2 RS. This is a car, we just announced an exclusive 6-year partnership with Porsche, and they allowed us to announce this car to the world, which we did at E3. This is the fastest production 911 they've ever made, and players can play it in Forza 7. Also sie haben Forza hat gerade eine 6-jährige Partnerschaft mit Porsche abgeschlossen. Und auf der E3 haben sie dieses Auto schon enthüllt. Das ist der GT2, GT2 is it? GT2 RS. Genau, GT2 RS, das ist der schnellste Porsche, der jemals produziert wurde in der Reihe. Und wir können ihn bei Forza fahren. Again, just another beautiful shot of the car. And actually, I want to say, if people come down here to Gamescom at our booth, we actually have the GT2 RS here that they can see. Okay. Also, dieses hübsche Autochen, wenn ihr euch das mal in echt anschauen wollt, das ist auch am Forza-Stand, also bei Microsoft, auf der Gamescom. Das heißt, wenn ihr vorbeikommt, is it 6? No, 7? Forza 7, yes. No, the where you are. Oh, we are in Hall number 8. Hall 8. Halle 8. Könnt ihr euch den GT2 RS direkt auch mal selber anschauen, wenn ihr wollt. I think that's it. Ja. Genau, das war's erstmal. Ich versuche mir jetzt noch mal ein paar andere Infos zu entlocken. So, is there something else you would like to tell us about your game? We're really excited. We're going to be releasing on October 3rd on the Xbox One as well as PC. And then we're going to be available on November 7th for the Xbox One X. Also, October 3rd, was it? October 3rd, yes. Ab dem 3. Oktober gibt es für den PC und die Xbox One. Und October 7th, was it? October 3rd for Xbox One and PC. November 7th for the Xbox One X. Am 7. November für die Xbox One X. Und dann natürlich auch dementsprechend mit Grafiken und ein bisschen mehr Bums, würde ich sagen. So you got, are there special changes between the new Xbox and the old one? Yeah, I mean, the Xbox One X is really powerful, and we're able to run the game in native 4K as well as HDR. Okay, also wir haben nicht nur HDR, wir haben auch natives 4K, weil die Xbox One X einfach ein bisschen mehr Wumms hat als ihre alten Kollegen. Es sieht natürlich auch auf der Xbox One nicht kacke aus. Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon, es ist ja wirklich, wirklich hübsch. Aber wenn ihr dann noch mal ein bisschen extra Wumms haben wollt, dann empfehle ich euch, ab dem 7. November dann die andere zu besorgen. Ich meine, 2 Xboxen sind ja auch immer schöner als eine. Genau. So, which one's your favorite car? Ich meine, welches ist dein Lieblingsauto? Well, I mean, obviously this car is gorgeous. I mean, like I said, players can come see it here. I really like the Focus RS. It's a great, all-wheel drive car. It's super fast, and you can pretty much get it anywhere. Also er hat gesagt, ihm gefällt natürlich der GT2 RS, aber which one was it? I'm sorry. The Focus RS. Der Focus RS ist sein Lieblingsauto, weil der ist nicht nur schnell, der ist auch super wendig. Und kann ich verstehen. Ich finde ihn auch ganz cool.
Which is the feature that you like the most about your new game? The thing I'm excited about most is when we pull the driver out of the car, you know, he shows up in the pit lanes, he's going to show up, you know, in your lobbies, your friend's career. It's really cool to be able to see players express themselves in really unique ways, not just with the car, but now with the driver. Also was ihm besonders gut gefällt, ist eben die Möglichkeit, seinen Fahrer aus dem Auto rauszuholen. Du kannst ihn customizen. Wir können nicht nur unsere Autos zeigen, sondern wir können auch für uns selber entscheiden, wie wir aussehen wollen bei Forza und auch in der Lobby dann dementsprechend Unterschiede machen, was ich auch ziemlich cool finde. I think that's about it. Thank you very much for being here. And Forza will be out soon. Also Forza gibt's bald. Ich würde es mir schnappen. Und genau, wir machen gleich weiter. Lass mich mal kurz auf meine kluge Liste gucken. Super, wir machen gleich weiter mit unserem geheimen Spiel. Freut euch schon. Und wir sehen euch gleich. Play it on Xbox One.